jallern da mal durch. Vom LKW, so groß wie mein Kopf. Bete an Gott, Alter. Doppelt Käse, doppelt Silikon. So, was hatten wir an dem Eimer zu tun? Wir haben den gebohrt, gehohnt, geplant, gestrahlt. Kolben schickt er nach, Kolben sind gekommen, die haben wir vermessen. Lagergasse haben wir auch gecheckt. Jetzt hat der Kunde einen ganz speziellen Wunsch. Und zwar will der, dass wir solche Ölspritzdüsen in die Hauptlagergasse nachrüsten. Das bedeutet, das Auto hat normalerweise keine Ölspritzdüsen. Und wir werden da eine Bohrung setzen müssen, so dass von der Hauptlagergasse die da unten eingesetzt werden und von unten gegen den Kolben spritzen. Das Problem ist, das muss auch noch im richtigen Winkel sein und in der richtigen Position. Und dann müssen wir auch noch die Ölzuführung für diese Düse machen. Ich halte davon eigentlich Abstand, weil diese Düse ist nicht irgendwie federbelastet oder so, sprich da ist kein Ventil drin. Das bedeutet, immer, egal was für einen Druck herrscht, spritzt diese Düse Öl unter den Kolbenboden. Und das bedeutet zeitgleich, dass wir auch im Hauptlager und auch im Pleulager Öldruckabfall haben oder im Prinzip Druckabfall. Die Ölspritzdüsen sind ganz einfach dafür da, sie spritzen von unten Öl an den Kolbenboden, somit wird der Kolbenboden gekühlt. Das Bauteil wird nicht so sehr an seine Stressgrenzen gebracht und im Idealfall senkt man auch minimal die Brennraumtemperatur. Auf jeden Fall der Kunde hat den darüber aufgeklärt, der wird trotzdem haben, er sagt, ich mache eine Upgrade-Ölpumpe rein und so weiter. Also haben wir jetzt diese Aufgabe. Ich packe jetzt mal den Motorblock auf das Bohrwerk. Bauen wir das Bohrwerk auf so eine Spindel um, weil wir brauchen relativ viel Z-Fahrwerk. Und dann schauen wir mal, ob wir das irgendwie realisiert kriegen. Aber es wird nicht leicht, ich schwöre es euch. Das kannst du eigentlich wieder keinem zeigen. Guck dir mal an, wie kriminell ich den Block hier aufgespannt habe. Wir müssen ja quasi die Bohrung für die Ölspritzdüse so ein bisschen schief setzen, damit die eben aus der Hauptlagergasse rausragt. Guck mal von hier. Der Plan ist, dass wir jetzt erstmal mit diesem 3,3 mm Bohrer da so durchbohren, dass wir hier rauskommen. Ich habe das so in etwa ausgelotet hier mit so einem Pendel, wo wir da rauskommen. Das könnte ziemlich gut passen. Haben wir überall einen Körner gesetzt und jetzt tun wir wirklich ganz händisch mit diesem Koordinatentisch, lasse ich jetzt gleich hier den Kollegen anlaufen und dann bohren wir mal da das Loch rein und hoffen, dass wir da richtig rauskommen. Aber ey, kannst du eigentlich keinem zeigen, das ist schon echt kriminell. Aber ich habe keine 5-Achs-CNC. Verstehst du? Wir brauchen 5-Achs. Dann wäre einfach rausspannen, Tisch winkeln und so ist ausrichten, dies, das. Kriminell. Gut. Oh, hier ein paar Umdrehungen in die Bude. Das Problem ist halt, wir haben auch echt nur einen Versuch, ne? Ja, Luftpistole nehmen. Ich hatte es versucht, dem Kunden auszureden, aber er wollte nicht. Mit dem Handrad hier rechts kann ich jetzt quasi den Vorschub steuern. Ein Klick ist ein Hundertstel. Und jetzt fragen sich bestimmt ein paar Menschen, wie kommt denn jetzt noch der Öldruck dahin? Ne? Die Bohrung ist ja nicht alles. Ne? Wir müssen gleich noch eine Nut fräsen zwischen dem Ölkanal und diesem neuen Loch. So, wir sind tatsächlich durch. Also wenn ich solche Sachen mache, die so auf ein Hundertstel genau irgendwie klappen müssen und das somit total so richtig Kopfschmerzen mit der Aufspannung sind, dann scheiße ich mir eigentlich bei der Arbeit permanent in die Hose. Also ich gucke die ganze Zeit so und halte auch, manchmal fällt mir das auf, dass ich an meinen Eiern festhalte. So, ich halte das so, ich habe Angst einfach. Ich habe tierische Angst. Aber jetzt siehst du da dieses Loch und wenn wir da durchgucken und von unten hier so der Kolben stecken würde, dann würde das ziemlich genau unterm Kolben ein bisschen nach vorne spritzen. Und ja. Das ist aber noch nicht alles, weil das ist ja nur 3,3 mm Bohrer. Und das sind die Düsen und die Düse hat 6 mm Durchmesser.
Das bedeutet, wir werden die wahrscheinlich mit so Fügedichtmittel einsetzen. Dann ist die bombenfest. Jallern da mal durch. Die hat auch hier so einen Schaft. Der hat 6 mm hier. Da werden wir die einsetzen. Dann sollte das gut passen. Allerdings mache ich mir noch ein bisschen Kopfschmerzen mit der Nut. Weißt du, wie ich das mit der Nut meine? Diese Düse hätte ja jetzt bis dato gar keine Ölversorgung. Da kommt ja das Lager drauf und das ist die Zufuhr für den Öldruck des Hauptlagers. Und wir müssen jetzt hier zwischen reingehen mit dem Fräser und eine Verbindung fräsen. Und dann haben wir es geschafft. Ich sag mal, ich mache jetzt noch mal ein paar Löcher und dann gucken wir uns gleich mal das Ergebnis an. Mein Vater würde wieder sagen, Andi, was machst du für Irritanz? Ich mache dir mit Akkubohrer. Und dann die Ölspritzdüse spritzt Kova gegen das Pleuel und dann war wieder super Leistung. Das haben wir schon mal. Und dann jetzt der nächste Schritt, dass wir den 6er Bohrer aufspannen. Und dann ist schon mal top. Und zwar sind wir gerade den Schaft am machen, das hier. Und zwar, dass der Kollege hier, guck mal hier von der Seite, dass der hier so drin sitzen kann. Ich tue jetzt extra mal andersrum rein. So vertieft drin sitzt. Dafür nehmen wir hier den wunderschönen Fräser von Cutting Tools 24, beste Fräser der Welt. Und jallern da mal durch. 3,6, schon fertig, raus. Ich hätte das niemals angenommen, aber der Kunde wollte das nicht und der andere Motorenbauer hat gesagt, er kann das nicht. Und dann habe ich wieder Challenge Accept gemacht, Alter. Wir machen ganz langsam, ja. Sieht schon mal gut aus, nur hier vorne im Eingang müssen wir dem noch ein bisschen tiefer setzen und dann passt das. Das machen wir dann mit allen und dann müssen wir nur noch diese kleinen Düsen reinbekommen und dann ist Operation, das war wirklich Operation, Ölspritzdüse erledigt. Gut, das hat schon mal sehr gut geklappt. Die Fräsungen für den Kanal sind auch da, für den Ölkanal. Im nächsten Schritt werden wir den jetzt einmal kurz in die Waschmaschine packen, dann kriegt er so 70 Grad circa, das Wasser hat 70 Grad. Und dann setzen wir die Ölspritzdüsen ganz easy ein mit ein bisschen Fügedichtmittel und dann ist perfekt. Sitzt wunderbar, würde ich sagen, morgen geht's weiter, oder? Neuer Tag, neues Glück. So sieht es übrigens jetzt von oben aus. Schicke Ölspritzdüsen da unten drin. Aber es geht auch direkt weiter, denn komm mit, Dominik, wir waren mit dem Ding schon Probe gefahren, mit diesem weißen, ne? Der lackiert ist, Getriebe zerlegt und Werkstatt zerstört. Und da war die ABS-Kontrollleuchte noch an und wir müssen auf jeden Fall danach gucken, damit der Kunde das Auto ohne Lampe anbekommt. Hier ist übrigens auch übelste Fail-Story. Ich glaube, Kunde Autohaus, ne? Richtig. Irgendein Autohaus, schickt kompletten Motor und übelst Kernschrott und dann sage ich, ja, wir müssen das und das und das und das machen. Sagen, nee, ist zu teuer, wir bestellen normalen Standard Subaru-Block und ihr baut dann den Rest wieder zusammen. Normaler Standard Subaru-Block, übelster Bullshit. Direkt wieder Kolbenring-Stickbruch. Überhaupt nicht irgendwie für ein bisschen Standfestigkeit gut gebaut. Und wie viel Euro hat er gespart? Ich glaube 300 oder 400 Euro. Ne? Also Tipp von mir, auf gar keinen Fall auf dem Original Subaru, wenn es ein EJ25 ist. Bei EJ20 gar kein Problem, die Motoren sind ab Werk okay. Aber EJ25 immer irgendwie Upgrade, sonst wieder Feierabend. Wir haben Gott sei Dank schon Feierabend, die anderen Jungs, denn wir waren hier total busy und hier war Stress, wir sind gar nicht auf die Hebebühne gekommen. Somit ist jetzt hier ein bisschen mehr Ruhe, ist vielleicht auch cool.
Warte kurz hier, ich hole den Eimer rüber. So, das Problem ist, hier ABS-Lampe geht nicht aus, auch wenn ich Auto starte. ABS-Lampe bleibt permanent an. Das bedeutet, wir haben irgendeinen Fehler im ABS-System und so gibt es keinen TÜV und so gibt es auch kein laufendes ABS-System. Aus dem Grund schauen wir uns jetzt mal an, ob wir irgendwie in den Fehlerspeicher reinkommen. Das ist ein japanisches Auto. Ich hoffe doch sehr. Motörchen haben wir hier. Das ist übrigens so ein ABS-Aggregat. Da hast du hier den Hydraulikblock, wo dann so verschiedene Magnetventile aufgehen und eben den Druck zu den Rädern regelt. Und hier das Steuergerät dazu. Ja. Da ist irgendwo... Meine Vermutung ist ja, dass irgendein ABS-Sensor kaputt ist bei Zerlegen, das irgendwie beschädigt worden ist oder im Idealfall auch gar nicht einfach drin steckt. Bei den Autos war es manchmal so, dass man nicht wirklich gut in die Steuergeräte reinkommt und das irgendwie nur ausblinken muss und so eine Katastrophe. Die Probleme mit dem Steuergerät beim japanischen Auto ist oft so, dass man eben mit seinen deutschen oder europäischen OBD-Testsystemen nicht so richtig da reinkommt, weil die PIN-Belegung eventuell anders ist im Steuergerät und dann gibt es unglaublich viele Probleme. Noch schlimmer ist das bei Airbag und ABS und so Steuergeräten. Motorsteuergerät geht in der Regel. Aus dem Grund versuchen wir jetzt erstmal mit dem alten Subaru-Tester. Wo ist das Ding? Sieht aus wie so ein Gameboy, Alter. Hier VGA, 90er Rating. Gucken wir mal, ob wir damit einfach nur ins ABS-System so ganz einfach reinkommen. Das ist 100 Jahre her, als ich so ein Ding zuletzt benutzt habe, Alter. Systemprüfung, Bremsenregelsystem, ABS VDC. Kommunikation läuft. Oder läuft nicht. Doch, geil. Enter. DTC-Prüfung, Defect Trouble Codes. Oh, scheiße, da wird nur Codes angezeigt. Löschen mal den Speicher. Speicher löschen, Enter. Gucken, ob die Lampe gleich ausgeht. DTC nicht löschbar. Das heißt dafür, dass wir auf jeden Fall was Akutes haben. Und guck mal hier, wir können jetzt schon so die Radgeschwindigkeit vorne links und hinten links und vorne links, siehst du, die wird mir angezeigt. Ich würde sagen, wir heben das Auto mal an und drehen an den Rädern. So. Radgeschwindigkeit vorne rechts. Kriegen wir ein paar km/h drauf. Okay, wir machen es einfach, wir lassen. Okay, warte, machen wir anders. So, jetzt muss ich hier irgendwie reinklettern. Und dann lassen wir mal langsam die Räder drehen. Dann sehen wir, ob uns was angezeigt wird. Vorne rechts 0 km/h, vorne links 8, hinten links. Ja, vorne rechts ist das Problem mit dem Sensor. Wenn ich jetzt ein bisschen Gas gebe, steigt die Geschwindigkeit. 12, 14, 13, das passt soweit. Alter, wenn da jetzt gleich nur der Stecker nicht eingesteckt ist, reiße ich die Eier ab, Alter. Aber ihr seht, mit den einfachsten Mitteln, nur irgendwie Tester und, ja gut, was heißt Tester? So mit das, was ich hier gemacht habe, kann man, glaube ich, mit jedem 50 € OBD-Tester von eBay machen. Bestimmt nicht eingesteckt. Wer ist dann schuldig? Björn, glaube ich, ne? Das hier ist das Kabel, das geht dann hoch und da hinten ist die Steckverbindung. Aber wir gucken jetzt trotzdem einmal von unten, ob das da irgendwie richtig drin steckt oder man sieht, irgendein Kabel abgerissen ist oder weiß der Geier, was hier passiert alles ist. Okay, ja, sieht gut aus, ne? Guck mal, hier ist Sensor. Siehst du? Da, der ist auch neu reingekommen.
Also weil wir hatten den Achsschenkel ab für neue Radlager vorne, die waren defekt. Neuer Motor. Guck mal gerade in einem, ob er ein bisschen dicht ist. Sieht gut aus. Jetzt haufe ich einfach auf die verdammte Steckverbindung. Weil wenn es nicht die Steckverbindung ist, ist der Sensor im Sack. Weißt du, der Sensor funktioniert so, mal ganz kurz erklärt. Wir hatten doch schon mal den Kurbelwellensensor erklärt, oder? Komm, wir gehen zu den alten Antriebswellen, die zerstört worden waren. Alter, das Orakel von Subi Performance, ne? In dem Ding, hey, da findest du alles drin. In der Bude kannst du das ganze Auto draus zusammenbauen. So, das war die Antriebswelle. Hier oben Gelenk kaputt, voll ausgeschlagen, kaputt und keine Ahnung. Guck mal, was das für eine Achsmanschette ist vom LKW. So groß wie mein Kopf. Die haben irgendeine komische Achsmanschette drauf gebaut und ich habe keine Ahnung. Und das hier funktioniert jetzt folgendermaßen. Das Ding steckt hier vorne im Achsschenkel drin. Dann kommt hier der Sensor. Die Lampe ist jetzt der Sensor. Machen wir jetzt vorne Licht an. Zack. Und dann fängt sich das an hier zu drehen. So, ne? Und der Sensor erkennt quasi hier diese Zähne. Und das ist, das ist ein Induktivgeber und erzeugt somit eine Spannung, weil das so ein Magnetfeld erzeugt. Dieser Zusammenbrechen die ganze Zeit durch diese Zacken des Magnetfelds macht es eine Sinuskurve und somit wird eben das Radsignal erkannt. Beim Einbau der Antriebswelle hier ein Zacken beschädigt worden wäre, dann würde das auch ein Fehler entstehen, weil man irgendwie immer so ein Einbrechen der Raddrehzahlgeschwindigkeit vorne rechts hat. Dann denkt das Steuergerät, Alter, in der Kurve auf einmal, das Rad vorne rechts ist still, dann denkt er, okay, jetzt müssen wir irgendwie arbeiten, irgendwie steuert irgendwelche Magnetventile an und das kann zu komischen, kuriosen Fehlern im ABS-System kommen. So, das nur, by the way, bete an Gott, Alter. Sonst müssen wir hier noch einen neuen Sensor ordern und diese Sensoren bei Subaru kosten immer ein Heidengeld, weil die ganze kleine Elektronik, wie solche Aktoren, Sensoren, die gehen bei Subaru wirklich selten kaputt im Vergleich zu anderen Herstellern. Oh nö, er steckt drin. Guck da, da steckt er. Siehst du ihn? Ja. Mann, oh. Steckt 1A da drin. Wir können folgendermaßen das testen. Wir können mit dem Oszilloskop das Signal sichtbar machen und schauen, ob das plausibel ist. Ja? Du meinst, ab wann sich ein Oszilloskop lohnt? Ja. Eigentlich nach meiner Meinung müsste jeder eine gute Werkstatt ein Oszilloskop haben, um solche Sensoren und Aktoren zu messen. Das Schöne an dem kleinen Gutmann-Tester ist, dass der ein integriertes Oszilloskop hat. Deswegen glaube ich, war ich auch damals dafür verantwortlich, dass wir den gekauft haben. Mein Vater hat ja immer noch die Einstellung, kannst du alles mit Prüflampe machen. Dafür braucht man so kleine Hände wie Dominik. Oh. Aua, 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 aua. So, nein, ich habe beim Rausziehen mit meiner dicken Hand wieder rausgezogen. Schon wieder! Messtechnik, Kurve. Machen wir so, dass hier nicht gleich der Kollege im Riementrieb hängt. Boah. Haben wir Ausschlag? Also wir haben definitiv, wenn ich kein Kontaktproblem habe, da unten, was ich nicht glaube, haben wir jetzt hier aktuell, Mann, Alter. Ne. Ich war definitiv, jetzt bin ich drauf. Okay, das heißt, wir bauen jetzt mal den Sensor aus. Wir hätten da so ein Sinussignal erwarten müssen, bekommen müssen. Ziehe ich das Kabel erstmal hier durch. Vielleicht hätte ich das einfach direkt machen sollen, nicht voll aus, Alter. Verstehst du? Einfach das Kabel da durchziehen. Guck mal, wie leicht ich adaptieren kann. Alter, ich bin... Alter. Verstehst du? Dann hätten wir einfach so machen können. Hier. Dann können wir wunderbar hier adaptieren. Dann wissen wir, dass wir keinen Messfehler, Kontaktfehler haben.
Okay, gar kein Signal. Jetzt können wir Folgendes machen. Und zwar könnten wir den Widerstand messen. Da drin ist eine Spule, verstehst du? Eine Spule und die kann man messen. Die muss einen Widerstand haben in Ohm. Wenn wir jetzt auf Beenden gehen, hier den Widerstand messen, das können wir nur in Channel 1 und wir müssen jetzt einen gemessenen Widerstand haben. Wenn das Ding keinen Widerstand hat, weißt du, dass die Spule einen Cut hat, einen Durchbruch, also einen Bruch hat. Verstehst du? Weil dann ist das wie eine offene Leitung und wir haben hier überhaupt gar keinen Widerstand. Wenn ich jetzt nämlich die beiden, das kann aber auch im Kabel liegen, ne? Wenn ich nämlich jetzt die zwei Dinger hier nehme und aneinander halte, siehst du, da wird uns was angezeigt. Widerstand gleich 0 oder hier ganz gering oder guck mal, mein Körper. Wenn ich zwischen meinen Körper gehe, ich habe einen Widerstand von 350, 360 Kiloohm. Verstehst du, der Strom müsste jetzt zwischen dem Finger und dem Finger. Ja, kein Widerstand in der Spule, das heißt Sensor ausbauen, prüfen. Aber ich sag mal zu 99, 95% ist das jetzt dieser Sensorfehler. Es könnte aber noch sein, vom Sensor der Stecker bis zum Steuergerät, das Steuergerät selber. Es hätte auch ein Fehler sein können mit der Verkabelung vom Sensor, was bis jetzt immer noch sein kann, ne? Das prüfen wir. Ich will jetzt mal ganz genau den Fehler wissen. So ein Kabelbruch oder so ein defekter Sensor könnte schon entstehen bei dem ewigen hier Ein- und Ausbauerei von dem Sensor und den Achsschenkeln und so. Sehen tun wir nicht viel. Was zum Beispiel auch ein Fehler sein könnte, den ich aber wahrscheinlich ausschließen kann, ist, dass das Triggerrad, das Rad falsch ist oder kaputt ist oder vielleicht sogar fehlt. Ne? Bei VW gibt es so ein Problem, dass die wegrosten, die Räder. Das kann ich aber ausschließen, weil bei Zündung aus war der Fehler nicht löschbar. Und diesen Fehler hätte das Auto nur erkennen können, wenn der einmal läuft. Oh. So, da ist das Opfer. Das inspizieren wir den mal ganz genau. Ja? Als ich klein war immer mein Hobby, Sachen zu zerlegen. Ne? Meine Mutter hat mir irgendwann mal so ein Spielzeugauto gekauft, wo ich ein halbes Jahr lang drum gebettelt habe, so von der Metro. So einer mit großen Rädern, der so auf beiden Seiten fahren konnte. Weißt du, wie ich meine? Von der einen Seite war der rot, von der anderen Seite war der blau. Und was habe ich gemacht? Habe da ein halbes Jahr lang drum gekämpft. Ne? Wir hatten damals die Tankstelle, meine Mutter ist so einmal in die Woche zur Metro gefahren, ich immer mitgekommen. Direkt in die Metro rein und habe mich die ganze Zeit davor gestellt und gesagt, Mama, ich will das, Mama, ich will das. Habe ich ein halbes Jahr lang mal, irgendwann habe ich ihn bekommen. Und was mache ich, Kurva? Keine Woche alt, zerlege ich das Ding, habe gesehen, dass jedes Rad hatte einen Motor, so richtig Hightech schon, und habe aber nie wieder zusammenbekommen. Das war das Problem. Ein bisschen was hat sich geändert, in der Regel kriege ich die Sachen jetzt wieder zusammen. Jetzt, was mache ich? Ich wackel jetzt hier einfach mal so am Kabel und denke vielleicht, vielleicht Wackelkontakt im Kabel oder so. Oder hier oben, Kabelbruch irgendwo. Sieht aber hier alles gut aus. Würde ich vorschlagen, müssen wir im nächsten Schritt mal den Sensor aufflexen. Wenn ihr euch einen beschissenen Dremel kaufen wollt, ne? Hier, das ist genau der richtige für euch. So, dann haben wir jetzt mal den kleinen Bastard hier ganz filigran auseinandergenommen. Das ist genau das, was ich meine, das ist diese Wicklung hier rum. Und wenn in dieser dünnen Wicklung, seht ihr das hier, das ist dünner wie mein Haar. Ich weiß gar nicht, ob die Kamera das drauf kriegt, ne? Siehst du das? Ja, so ein bisschen. Guck mal, das ist wirklich dünner wie meine Haare auf der Hand. Und wenn da ein Bruch drin ist, dann funktioniert der schon nicht. Und jetzt hatten wir ja quasi durch die Wicklung gemessen und hatten einen unendlichen Widerstand, sprich eben einen Kabelbruch. Und jetzt machen wir ganz einfach. Jetzt machen wir hier mal, pitchen wir ab, um mal gegen zu checken, ob wir das Ding nicht umsonst zerlegt haben. Und jetzt gehen wir mit der einen Spitze hier rein und in der anderen hier rein. Und wenn wir jetzt einen Kontakt haben, warte mal, hier, und jetzt siehst du da die Linie, wir haben einen Widerstand, der ist nahezu 0. Und bei dem anderen Kabel von hier bis hier ist auch Widerstand nahezu 0. Ja. Das bedeutet für uns ganz klar, der Bastard ist kaputt, neuen bestellen, kostet wieder 1,8 Millionen Euro.
Nee, ich denke mal, der kostet 250, 300 Euro. Ist schon teuer bei Subaru, die Elektronik, die Sensoren und so, aber normal gehen die eigentlich nicht kaputt. Aber das reicht, wenn so ein Ding, ne, mit dieser feinen Wicklung, wenn das einmal so runterfällt oder irgendwie eingeklemmt wird, dann hat er da einen Schlag bekommen und dann kann das schon kaputt gehen. Und dann läuft das Ding erstmal. Was machen wir jetzt? Feierabend. Feierabend, machen wir morgen weiter? Ich habe schon einen Plan für morgen. Was machen wir morgen? Brumm, brumm. Brumm, brumm. Bis brumm, brumm. Ciao. Kurva Marche, Alter, wir haben einfach keinen Platz hier. Ja, hallo. Neu revidierter Motor mit Silikon extra. Doppelt Käse, doppelt Silikon. Guck dir das hier an, Alter.